Hast du jemals gesehen, wie andere Menschen scheinbar mühelos Freundschaften schließen und dabei das Gefühl gehabt, du würdest eine Welt beobachten, zu der du nicht gehörst? Sie lachen, sie verbinden sich, sie schreiben sich jeden Tag Nachrichten, als wäre es nichts. Während du dort stehst, lächelst, nickst, aber innerlich fühlst du dich völlig getrennt. Und vielleicht ist das Schlimmste daran, du bist dir nicht einmal sicher, ob du wirklich willst, was sie haben. Denn die meisten Freundschaften heute fühlen sich falsch an, wie ein soziales Theaterstück. Also fängst du an, dir selbst zu sagen, allein bin ich besser. Aber spät in der Nacht, wenn der Lärm verstummt, kriecht eine Frage zurück in deinen Kopf. Was, wenn ich das Problem bin? Bleib bei mir, denn am Ende gebe ich dir die wichtigste psychologische Erklärung. Den versteckten Mechanismus, der tiefgründige Menschen still und leise in Isolation drängt. Selbst dann, wenn sie Verbindung mehr als alles andere brauchen. Und sobald du es verstanden hast, wirst du nie wieder glauben, dass du kaputt bist. Die Wahrheit, die niemand über Menschen ohne Freunde zugibt, die Psychologie sagt, Menschen, die keine Freunde haben, werden oft missverstanden. Nicht kaputt, nicht seltsam, nicht unsozial. In vielen Fällen sind sie einfach zu psychologisch wach für die durchschnittliche soziale Welt. Denn die durchschnittliche soziale Welt funktioniert über Masken, Höflichkeit, Hierarchie, Ego, Performance und stille Konkurrenz. Und wenn dein Gehirn das alles durchschaut, wirst du nicht reinpassen. Du wirst dich zurückziehen. Nicht, weil du Menschen hasst, sondern weil dein Nervensystem sich weigert, in falscher Nähe zu leben. Lass es uns jetzt aufschlüsseln. Die echten Gründe, warum manche Menschen Schwierigkeiten haben, Freundschaften aufzubauen. Und ich warne dich, einige davon könnten dich unangenehm hart treffen. 1. Du kannst falsche Menschen nicht ertragen. Lass mich dich etwas fragen. Wie oft warst du schon in einem Gespräch und dein Körper war da, aber deine Seele hat still darum gebettelt, dass es endet? Du lächelst, du nickst, du spielst die Rolle, aber innerlich denkst du, das ist nicht echt. Du spürst es sofort. Aufgesetzte Freundlichkeit, versteckter Neid, passive Aggression. Klatsch, der als Verbindung getarnt ist. Komplimente, die sich wie subtile Beleidigungen anfühlen, und das ist keine Paranoia. Es ist psychologische Sensibilität. Menschen, die sozial kämpfen, haben oft eine Fähigkeit, die andere nicht haben. Sie erkennen unauthentisches Verhalten extrem schnell. Und wenn du einmal durch die Maske siehst, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Also trifft dein Gehirn eine Entscheidung. Ich bin lieber allein, als falsche Nähe zu leben. Und genau deshalb ist dein Kreis nicht groß, sondern still. 2. Du sehnst dich nach Tiefe, nicht nach Smalltalk. Du hast keine Gespräche. Du hast bedeutungslose Gespräche. Du willst nicht reden über das Wetter, irgendein Drama, was jemand gepostet hat, wer was mit wem gemacht hat. Dein Gehirn will Tiefe. Du willst reden über echte Gefühle, Kindheitswunden, Träume, existenzielle Angst, die Wahrheit, die Menschen verstecken. Aber hier ist das Problem: Die meisten Menschen wollen keine Tiefe. Tiefe macht ihnen Angst. Denn Tiefe verlangt Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit zwingt Menschen, sich selbst zu konfrontieren. Also bleiben sie an der Oberfläche. Darum kannst du in einem Raum voller Menschen sein und dich trotzdem unsichtbar fühlen. Weil du nicht nach Menschen einsam bist. Du bist einsam nach Echtheit. 3. Du überdenkst jede soziale Interaktion. Und hier wird dein Verstand zu deinem Feind. Du redest mit jemandem und Stunden später spielt dein Gehirn es ab wie einen Tatort. Klang ich komisch? Habe ich zu viel gesagt? Klang ich langweilig? Dachten sie, ich bin awkward? Warum habe ich das gesagt? Und während andere entspannen, ermittelt dein Kopf. Die Psychologie nennt das Hyper-Selbstwahrnehmung. Und das macht das soziale Leben zu mentaler Arbeit. Denn du redest nicht einfach. Du überwachst Tonfall, Mimik, Mikroreaktion, Energieschwankungen, verstecktes Urteil. Und dieser Druck macht dich emotional erschöpft. Selbst wenn gar nichts Schlimmes passiert ist. Also beginnt dein Gehirn, Sozialkontakt mit Stress zu verbinden. Und in dem Moment, in dem Sozialkontakt Stress ist, willst du ihn nicht mehr. Du hast dich schon immer anders gefühlt. Das ist schmerzhaft. Aber viele Menschen, die mit Freundschaften kämpfen, tragen dieses Gefühl schon ihr ganzes Leben. Ich gehöre nicht dazu.
Dein Humor ist anders. Deine Interessen sind anders. Deine Werte sind anders. Vielleicht bist du introspektiver, intensiver, beobachtender. Und irgendwann hast du gelernt, wenn du dein echtes Selbst zeigst, reagieren Menschen nicht immer mit Wärme. Sie reagieren mit Verwirrung, Distanz, Spott oder Schweigen. Psychologen nennen das soziale Inkongruenz, wenn deine innere Welt nicht zur Umgebung passt, in der du lebst. Also passt du dich an, du wirst leiser, du behältst Dinge für dich und langsam erwartest du gar nicht mehr verstanden zu werden. 5. Du bist zu unabhängig und die meisten Menschen können damit nicht umgehen. Hier ist eine der seltsamsten Wahrheiten in der Psychologie. Manche Menschen wollen keine Freunde. Sie wollen emotionale Abhängigkeit. Sie wollen jemanden, der sie bestätigt ihre Lehre, füllt sie, unterhält ihnen Aufmerksamkeit, gibt immer verfügbar ist. Aber so funktionierst du nicht. Du kannst allein sitzen, allein denken, allein aufbauen. Du brauchst keinen ständigen Kontakt, um dich stabil zu fühlen. Psychologie nennt das geringe soziale Abhängigkeit. Und diese Eigenschaft ist selten. Sie lässt Menschen dich bewundern. Aber sie macht sie auch unruhig, weil deine Unabhängigkeit still ihre Bedürftigkeit entlarvt. Und je unabhängiger du bist, desto schwerer ist es, Menschen zu finden, die das nicht persönlich nehmen. 6. Frühe Zurückweisung hat deine Schutzmauer erhöht. Lass uns tiefer gehen. Menschen denken, Freundlose seien kalt, aber meistens sind sie nicht kalt, sie sind verletzt. Vielleicht wurdest du als Kind ausgeschlossen. Vielleicht wurdest du verspottet. Vielleicht wurdest du verraten. Vielleicht warst du der Freund, der alles gegeben hat und nichts zurückbekam. Und dein Gehirn lernte eine brutale Lektion. Nähe ist gefährlich. Also verhält sich dein Nervensystem jetzt wie ein Sicherheitssystem. Du beobachtest Menschen, testest sie, analysierst Muster und erst nach langer Zeit lässt du sie hinein. Nicht, weil du Distanz liebst, sondern weil du gelernt hast, was Menschen tun können, wenn sie Zugang zu dir haben. 7. Sozialkontakt erschöpft dich schneller als andere. Hast du dich jemals gefragt, warum du nach einem Treffen völlig leer bist, während andere danach lebendiger wirken? Das ist keine Faulheit, das ist Sensibilität des Nervensystems. Manche Gehirne verarbeiten sozialen Input wie eine leichte Brise, andere verarbeiten ihn wie einen Sturm. Du absorbierst ständig Tonwechsel, soziale Hierarchie, emotionale Spannung, Körpersprache versteckte Bedeutung. Darum kostet selbst ein normales Treffen dich Energie. Deshalb tankst du nicht bei Menschen auf. Du tankst in Stille auf. Und Stille fühlt sich an wie zu Hause. 8. Angst vor Bewertung lähmt dich. Und jetzt kommt der häufigste versteckte Grund. Du willst Freunde, aber du fürchtest auch den Moment, in dem Freunde nah genug sind, um dich zu bewerten. Du fürchtest, dumm zu wirken, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden, entlarvt zu werden, nicht genug zu sein. Psychologie nennt das Angst vor negativer Bewertung. Und wenn du das hast, macht dein Gehirn aus Sozialleben eine Bühne. Und wenn das Leben eine Bühne wird, bist du nicht mehr du selbst, du wirst ein Performer. Und nichts ist anstrengender, als deine Persönlichkeit zu performen. Der psychologische Twist, den die meisten nicht verstehen, all diese Eigenschaften, Tiefe überdenken, Sensibilität, Unabhängigkeit, Selbstwahrnehmung machen Freundschaften nicht nur schwieriger, sie erschaffen auch etwas anderes, eine reiche innere Welt. Du bemerkst, was andere übersehen, du denkst in Schichten, du fühlst tief, darum kannst du allein sein und dich trotzdem voll fühlen. Aber hier wird es gefährlich. Denn wenn du zu lange allein bleibst, beginnt dein Gehirn, sich an Isolation anzupassen. Und genau dort beginnt die echte psychologische Falle. Die Haupterklärung, die ich versprochen habe, hier ist der Mechanismus. Dein Gehirn hat Menschen mit Schmerz verknüpft. Nicht immer offensichtlicher Schmerz, manchmal subtiler Schmerz. Missverstanden zu werden, bewertet zu werden, unsichtbar zu sein, ausgelaugt zu sein, verraten zu werden, eine Maske tragen zu müssen. Also trifft dein Nervensystem eine Entscheidung. Alleinsein, Bahn, Sicherheit. Und dann wird es automatisch. Selbst wenn du Verbindung willst, weist dein Gehirn sie ab, weil es Gefahr erwartet.
Darum können Menschen jahrelang allein sein, selbst wenn sie sich innerlich nach jemandem sehnen. Denn ihr Nervensystem vermeidet nicht Menschen. Es vermeidet emotionale Bedrohung. Und je mehr du vermeidest, desto mehr lernt dein Gehirn. Siehst du, Isolation ist sicherer. Bis Einsamkeit zu Komfort wird und Komfort zu Identität. Abschließender Gedanke, das Unbehagen, das bleibt. Wenn du keine Freunde hast, dann frag dich nicht, was stimmt nicht mit mir? Frag, was hat mein Nervensystem über Menschen gelernt? Vielleicht bist du nicht kaputt, vielleicht bist du nicht unsozial, vielleicht bist du einfach ein tiefer Mensch in einer oberflächlichen sozialen Welt und dein Gehirn hat Frieden über Performance gewählt. Und jetzt die letzte Frage. Wenn morgen die richtigen Menschen in dein Leben kommen würden, würdest du überhaupt wissen, wie du sie hineinlässt? Oder würde dein Nervensystem sie abweisen, weil Einsamkeit zu deiner stärksten Sucht geworden ist?